Hallo meine Lieben, ich habe heute etwas ganz Besonderes für alle Plotter-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich werde euch die Cricut Joy zeigen und den Cricut Design Space, wie ihr den anwendet, und bleibt auch bis ganz am Schluss dran, wo ich euch kurz zeige, was meine ehrliche Meinung dazu ist und naja, mehr dazu gleich nach dem Intro. Wenn ihr die Cricut bestellt, bekommt ihr natürlich das Gerät selber. Da ist auch schon ein Schneidemesser drin. Dann bekommt ihr ein Kabel, ein Stromkabel über, und ihr kriegt hier auch noch eins für, ich nehme an, das ist für, glaube ich, Großbritannien. Die haben solche Stecker. Keine Ahnung, warum das drin war, aber naja. Das könnt ihr dann weglegen, ne? Wir brauchen das nicht. Es hat hier effektiv den passenden Stecker von da aus, wo ihr das Ganze bestellt. Dann, was ihr auch bekommt, ist diese Standard-Grip-Matte, die 11 cm bis ungefähr 16,5 cm ist, die so mit einer Schutzfolie geschützt ist, weil das hier leicht haftend ist. Und ihr kriegt auch noch einen Pen mit, der ist ein Fine Point Stylo mit 0,4 Spitze. Kann man das kurz zeigen. Das ist so eine Spitze in Schwarz. Und dann bekommt ihr hier auch ein kleines Starterpaket, wo ihr Sicherheitsanweisungen, Let's Get Started, hier eine kleine Anweisung. Ihr bekommt hier auch schon ein Stück Karton für Karten zum Ausschneiden, und es hat ein Stück Smart Material oder Smart Vinyl. Ne, es ist nicht Vinyl, es ist Smart Flex. Also das ist eine Aufbügelfolie in Silber. Das ist das, was im Standardpaket drin ist. Was ich euch rate, ist, dass ihr effektiv auch gleich die größere Matte bestellt. Die ist ein bisschen, also die Breite bleibt gleich, ne? Aber, das sind hier immer noch diese rund 11 cm, aber ihr seid in der Länge, könnt ihr runtergehen bis 30 cm. Und das finde ich schon sehr hilfreich, auch gerade bei so einem kleinen Gerät. Und da könnt ihr wunderbar auch schon lange Schriftzüge ausplottern für zum Beispiel T-Shirts oder Hoodies. Das würde ich euch empfehlen. Das andere, damit ihr Karten einfach schneiden könnt, gibt es diese Cardmat. Das würde ich euch auch wärmstens empfehlen. Das ist eine coole Sache. Und was ich noch zusätzlich bestellt habe, sind hier Glitter Gel Pens mit einer 0,8er Spitze, damit ihr da die Karten nicht nur schneiden, sondern auch drauf zeichnen könnt. Das würde ich euch empfehlen. Jetzt seht ihr, dass auf dem Gerät selber gibt es keine Knöpfe. Das heißt, das Einzige, was ihr damit machen könnt, ist, den an den Strom anzuschließen, und das war's dann. Hier gibt es keine Knöpfe drauf. Und warum nicht? Weil ihr das Ganze mit einer App bedient. Und hier noch eine kleine Vorwarnung. Ich werde heute nichts schneiden. Ich habe euch separate Videos gemacht, wo ich euch zeige, wie ihr Vinyl schneiden könnt, wie ihr Flexfolie schneiden könnt, wie ihr Schablonen schneiden könnt, wie ihr die Karte macht. Und dann noch eins, wo ich euch zeige, wie ihr Dateien integrieren könnt und Schriftarten integrieren könnt. Ich mache das nicht, um euch auf die Folter zu spannen, sondern so könnt ihr ganz einfach in das Thema reinspringen, in das welches euch interessiert. Und so werden die Videos dann auch nicht allzu lange. Deshalb habe ich das aufgeteilt. Jetzt die App selber, mit der ihr das Ganze bedient, die gibt es fürs iPad, aber auch für Ihren Smartphone. Und die könnt ihr euch über den App Store beschaffen. Da tippt ihr ganz einfach Cricut Design Space ein, und dann ist es hier diese App, die ihr herunterladen könnt.
Die App selber sieht dann so aus, ihr könnt hier eure Maschine auswählen, die ihr habt. In unserem Fall ist es die Joy. Dann könnt ihr einfach draufklicken. Dann könnt ihr die Maschineneinrichtungen machen. Das würde ich euch empfehlen beim ersten Mal und da werdet ihr wirklich durchgeführt. Und ja, da gibt es noch so Hilfe, Feedback und solche Sachen. Also das ist das, was ihr da findet. Dann habt ihr hier oben 3 quasi Tags. Eines ist die Startseite, das ist da, wo wir uns jetzt befinden. Die Leinwand ist das Projekt, an dem ihr gerade arbeitet und herstellen wäre dann, wenn ihr schon was angefangen habt zu schneiden oder übergeben habt zum Schneiden, dann geht es hier in diese dritte Lasche rüber. Ich gehe nochmal auf die Startseite. Hier habt ihr massenhaft Projekte, die ihr verwenden könnt. Ihr seht hier nicht drauf, welche gratis sind und welche was kosten, aber wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr eine Beschreibung des Projektes und hier unten seht ihr jeweils den Preis. Die sind tendenziell echt alle super billig, die Schriften sind ein bisschen teuer, aber die Dateien selber, die sind in der Regel nicht wirklich teuer. Und wenn ihr jetzt das hier verwenden wollt, könnt ihr auf Herstellen drücken. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr eine Datei habt, die ihr öfters verwenden wollt, dann könnt ihr hier das markieren. Und wenn ihr dann etwas markiert habt, dann habt ihr hier oben Kategorien. Zum Beispiel, ich bin jetzt auf alle Kategorien, da könnt ihr auch nach Themen suchen, aber ich habe zum Beispiel hier auch meine Favoriten. Und da seht ihr jetzt genau das wieder, was ich vorhin als Favorit markiert habe. Das heißt, hier wird mir alles angezeigt, was ich mit einem Stern markiert habe. Dann, wenn ihr Projekte macht und die dann speichert, könnt ihr aussuchen, ob ihr die auf euer iPad speichern wollt oder ob ihr das in der Cloud speichern wollt. Ich mache meine immer in der Cloud und da klicke ich dann auch drauf, wenn ich meine Projekte suche. Das heißt, irgendwas, was ich schon erstellt habe und wiederverwenden will, dann gehe ich hier auf meine Projekte eben bei mir in der Cloud oder wenn ihr es auf dem iPad gespeichert habt, dann meine Projekte auf dem iPad. Ihr könnt aus all diesen Dateien immer ein neues Projekt erstellen. Ich gehe nochmal zurück. Oder ihr könnt ein Element, mit dem ihr, also was ihr schon erstellt habt, könnt ihr draufklicken und dann hier sagen, entweder direkt aufs Herstellen gehen, wenn das alles schon so passt, wie ihr das haben wollt, oder ihr sagt anpassen und dann geht es hier rüber auf die Leinwand und öffnet euch genau dieses Element, wo ihr dann damit weiterarbeiten könnt. Wir machen jetzt aber ein komplett neues Projekt, das heißt, wenn ihr zum ersten damit startet, habt ihr diese Sicht und da könnt ihr zum Beispiel ein neues Projekt machen. Und da ich das noch nirgendwo gespeichert habe und auch nichts beinhaltet, heißt das Ding unbenannt. Und jetzt gucken wir uns mal den Design Space an. Ihr habt hier unten Sachen, die ihr einfügen könnt. Ihr habt hier eine Liste zum Bearbeiten und die ist abhängig davon, was für ein Element ihr habt. Ne? Wenn ihr Text habt, sieht das ein bisschen anders aus oder der Inhalt ein bisschen anders aus, als wenn ihr Form integriert. Und dann habt ihr drüben noch Kameraeinstellung und eben dieses Herstellen, was dann rüber geht, um das auszuplotten. Starten wir zuerst mit dem Bild. Da könnt ihr etwas suchen und dann da drauf drücken und auch hier zeigt es euch wieder an, ne, wie teuer das ist. Ich kann hier auch noch weiter filtern und zwar kann ich sagen bei dem Type, Phrases oder 3D, Art Type, Cut Only oder Draw Only, also nur zum Schneiden oder nur zum Zeichnen. Image Complexity, hat es nur einen Layer oder hat es
Also ist es ein simples Bild oder ist es ein eher kompliziertes Bild? Dann die Anzahl Layer, hat es nur einen Layer oder hat es mehrere Layer? Ownership. Und da könnt ihr das, was ihr hochgeladen habt, das, was ihr gekauft habt, das, was ihr gedownloadet habt oder das, was frei zur Verfügung ist, klickt das mal an. Dann Material könnt ihr sagen, ist es für Vinyl, ist es für Paper Cardstock oder ist es Iron-On, das heißt, es sind die Flexfolien. Und dann könntet ihr auch noch Language auswählen. In der Regel ist das hier alles in Englisch. Ich lasse jetzt das mal auf Free. Ihr seht, es gibt hier nur ein Element, was Free ist und das ist dieses hier. Wenn ihr das jetzt verwenden wollt, dann könnt ihr das hier anklicken und auf Einfügen drücken. So, und dann könnt ihr dieses Element immer noch bearbeiten. Dann nebst dem Bild könnt ihr Text einfügen und da habt ihr einerseits die Schriftarten von Cricut und ihr seht da auch immer, die sind schon nicht ganz billig, also ihr habt hier irgendwie zwischen 5 und 7 Franken pro Schriftart. Es gibt ein paar, die gratis sind, einige wenige. Und das seht ihr immer, wenn hinten dann kein Preis ist, dann zum Beispiel diese wäre gratis. Wenn ihr Schriften auf eurem iPad schon installiert habt, dann werden die hier aufgeführt. Und auch wenn ihr Schriften herunterladet, hier zum Beispiel dieses Hey Charlie ist eine, die ich heruntergeladen habe, dann wird die auch hier angezeigt. Wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch dann eben in einem separaten Video. Ich klicke jetzt hier drauf und dann habt ihr einerseits hier oben ein Feld, wo der Text angezeigt wird und hier unten ist es dann, wie es aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich sagen Ilu. Wenn ich dann außerhalb klicke, habe ich eben genau diese Schriftart oder diese Schrift. Ihr habt jetzt schon gesehen, ne? Ich kann einerseits hier die Größe verändern. Wenn ich hier oben die Verbindung aufhebe, dieses Schlösschen aufhebe, kann ich die in alle Richtungen verändern. Ich mache das kurz rückgängig und mache jedes Schlösschen wieder an. Ich kann hier das Ganze auch quasi im Winkel anpassen und ich kann hier das Element drehen. Und wenn ich hier drauf drücke, kann ich das Ganze wieder löschen. Das sind die Schriften. Dann habt ihr Formen, da habt ihr Linien, Kreis, Dreieck, Quadrat, Fünfeck, Sechseck, Achteck, eine Raute, einen Stern und ein Herz. Ich mache jetzt hier kurz einen Stern rein und ich mache ein Herz rein. Und ihr seht auch, mit diesen Elementen könnt ihr wieder sie drehen, ihr könnt sie in der Größe verändern, ihr könnt die Proportionen beibehalten oder wenn ihr die Schlösschen aufmacht, könnt ihr die Proportion verändern und auch hier wieder die Perspektive ändern. Das ist es. Und hochladen, da könnt ihr effektiv, ihr könnt ein Foto aufnehmen, aus der Fotomediathek auswählen, Dateien durchsuchen, hochgeladene Bilder öffnen. Das ist ein bisschen ein komplizierter Teil und dazu habe ich euch eben ein separates Video gemacht, welches ich euch dann auch noch hochladen werde. Kommen wir zu den Aktivitäten. Wenn ich jetzt hier diesen Stern anklicke und sage Aktivitäten, nicht all diese Dinge hier, die sind abhängig davon, was ich auswähle. Ich habe hier nur ein Element und das Einzige, was ich damit machen kann, ist duplizieren. Wenn ich beide Elemente markiere, kann ich mehr machen. Das heißt, ich kann die beiden gruppieren. Wenn ich Elemente habe, die ich gruppiert habe, kann ich die zerlegen. Ich kann sie verbinden oder sie wieder trennen. Der Unterschied hier ist es einfach als ganze Gruppe zusammen, um die zu bearbeiten. Das Verbinden
verbindet die so, dass wenn ihr das dann ausplottet, das effektiv, also hier, wenn die beiden verbunden sind, gehen die beide auf eine Schnittdatei quasi und werden dann, wenn ich beide zum Beispiel mit dem Karton plotten will, der dieselbe Farbe hat, dann wäre das so möglich. Und wenn es verbunden ist, wenn ich es trenne, dann kann ich sagen, den zum Beispiel in Rot und den in Gelb zum Beispiel. Dann könnt ihr Elemente verschweißen. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn die hier zum Beispiel nur eine Überlappung haben. Ich die beide markiere, dann kann ich verschweißen und dann seht ihr erst hier, diese Schnittkante ist weg. Jetzt ist das hier ein Element. Ich mache das kurz rückgängig. Dann kann ich, wenn ich zum Beispiel hier dieses Herz kleiner mache und in den Stern reinmache und beide markiere, kann ich sagen, beschneiden. Und wenn ich mir jetzt die Ebenen angucke, habe ich hier diesen Stern, wo das Herz ausgeschnitten ist. Das heißt, ich kann dieses Herz löschen und dieses Herz löschen. Und ihr seht jetzt auch dadurch, dass die Linien dahinter erscheinen, dass das wirklich ausgeschnitten ist. Das heißt, es ist jetzt effektiv nur noch ein Element. Ich mache das auch wieder rückgängig. Wenn ihr Buchstaben habt, mal hier kurz einen Text rein. So, wenn wir diesen Text haben, dann ist ja das ein Element. Und wenn ihr die Buchstaben einzeln bearbeiten wollt, könnt ihr hier auf Zerlegen in Buchstaben zum Beispiel machen. Und dann ist jeder Buchstabe ein einzelnes Element, was ihr dann so bearbeiten könnt, wie ihr das wollt. Wenn ihr es wieder zusammenfügen wollt, könnt ihr einfach alles markieren und dann wieder sagen, verbinden. Und dann ist alles wieder ein Element. Dann habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier auch die ganze Zeit mit rückgängig wiederholen gearbeitet. Das heißt, ihr könnt hier wunderbar immer, wenn ihr irgendwas gemacht habt, was ihr nicht haben wollt, könnt ihr das rückgängig machen oder wenn es doch gepasst hat, dann wieder wiederholen. Dann, das waren jetzt die Aktivitäten. Jetzt unter Bearbeiten habt ihr andere Möglichkeiten. Hier könnt ihr sagen, ist es Schnitt oder ist es Zeichnen? Und dann könnt ihr bestimmen, mit was. Den ihr mitgeliefert kriegt, das ist der Fine Point Pen 0,4. Das heißt, es wäre hier der und Black, das ist per Default schon ausgewählt. Aber ich habe eben zum Beispiel auch Jelly Pens, die 0,8er. Da würde ich das auswählen und dann optimiert ihr einfach dann das Erstellen, basierend darauf, was ihr hier ausgewählt habt. Das ist es, eben Schnitt oder Zeichnen hier. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt die Elemente denen unterschiedliche Farben geben, ne? Anwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt alles ausplotten würde, dann würde er mir den Stern auf eine separate Ebene geben, das Herz auf eine separate und die Schrift auf eine separate. Ich kann euch das kurz zeigen. Hier das Herz, der Stern und die Schrift. Einfach dadurch, dass ich die unterschiedlich markiert habe. Dann bei teilweise den Elementen kann ich sagen, mit Füllen, ohne Füllen. Dann kann ich hier die Breite bestimmen, die Höhe bestimmen. Wenn eben hier dieses Schlösschen geschlossen ist oder das Schloss zu ist, dann wird es proportional. Das heißt, wenn ich hier das anpasse auf 5, dann wird das Ganze kleiner in Proportion. Ihr könnt hier, anstatt hier mit diesem Element drehen, könnt ihr sagen, ich will das Ganze um 90 Grad drehen.
nicht 990, sondern 90. So, jetzt habe ich das Ganze um 90 Grad gedreht. Das ist das, was ihr machen könnt. Ihr könnt Elemente auch spiegeln, und zwar horizontal oder vertikal. Ihr könnt die Position bestimmen. Ich mache das hier eigentlich selten, dass ich schiebe die quasi immer so auf dem Canvas herum. Dann könnt ihr anordnen, und das sind die Ebenen. Zum Beispiel, wenn ich etwas ausschneiden will, ist es wichtig, dass diese beiden, also wenn ich den Stern jetzt aus dem Herz ausschneiden möchte, den sehe ich nicht, wenn ich den da drauf schiebe. Deshalb kann ich sagen, bring den in den Vordergrund, dann kann den wunderbar in der Größe anpassen und könnte jetzt das aus dem Herz ausschneiden. Und hier eben in den Vordergrund eine Ebene nach vorne, eine Ebene nach hinten oder komplett in den Hintergrund. Das ist das. Wenn ihr mehrere Elemente habt, könnt ihr ausrichten sagen, das heißt zentrieren, also alles komplett zentrieren, links ausrichten, Zentrum ausrichten, halt einfach die man so kennt. Wenn ich jetzt mehrere Elemente habe, die ich anordnen will, ich gehe jetzt kurz auf Aktivitäten und dupliziere den jetzt einfach ein paar Mal. Gibt es eine hier rüber? Ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt diese Elemente, die sind jetzt nicht wirklich schön auf einer Linie, und wenn ich das haben möchte, kann ich A unter Bearbeiten sagen, ausrichten. Das heißt hier, dass die alle auf derselben Höhe sind. Jetzt, wenn ich aber will, dass die immer schön denselben Abstand haben, kann ich hier auf Verteilen gehen und sagen, zum Beispiel horizontal verteilen, und dann haben die alle immer schön denselben Abstand. Das ist das mit dem Verteilen. Ebenen, da seht ihr alles, was ihr jetzt auf eurem Canvas drauf habt und wo die genau sind. Wenn ich jetzt will, dass meine ganze Schrift in den Vordergrund kommt, kann ich da in den Vordergrund anklicken, und ihr seht, das ist jetzt hier auch zu oberst. Die einzelnen Elemente könnt ihr hier duplizieren. Das ist dasselbe, was wir vorhin mit Aktivitäten gemacht haben. Und ihr könnt das Element auch einblenden oder ausblenden. Das heißt, wenn ihr es ausgeblendet habt, wenn ich zum Beispiel hier die Schrift nehme und die ausblende, dann seht ihr die einerseits nicht, aber es ist auch so, wenn ihr jetzt die Datei herstellen würdet zum Schneiden oder zum Zeichnen, dann wäre das hier nicht beinhaltet. Das heißt, so könnt ihr auch mehrstufig Sachen ausplotten. Und ihr könnt etwas auch löschen. Das ist das, was ihr mit den Ebenen machen könnt, und ihr seht, alles, was ausgeblendet ist, hat hier auch dieses durchgestrichene Auge. Wenn ich wieder drauf gehe, kann ich hier einfach wieder die Sichtbarkeit anmachen. Das ist das, was ihr unter Ebenen habt, und dann rückgängig wiederholen. Versteht sich von selber. Was haben wir noch? Wir haben Einstellungen. Da wollt ihr metrische oder wollt ihr nicht metrische Angaben, wollt ihr das Raster angezeigt haben oder nicht. Ich lasse das immer an, weil es ist wirklich hilfreich, um sich zu orientieren. Und Smart Guides ist extrem hilfreich. Wenn ich zum Beispiel hier, ich habe jetzt die Smart Guides an, wenn ich diesen Stern nehme zum Beispiel, ihr seht, das sind diese gelben Streifen. Sobald ich das hier in die Nähe von einem anderen Stern mache, sehe ich, okay, die sind alle auf dieser Linie, und so kann ich das wunderbar auch aneinander ausrichten. Dasselbe hier auf der Seite. Dafür ist es extrem hilfreich, wenn ich die Smart Guides nicht anhabe, dann sehe ich das nicht. Dann macht er gar nichts, ne? Von dem her, ich habe die Smart Guides eigentlich immer an. So, das ist das, was ihr hier drauf machen könnt. Jetzt gehen wir hin und tun mal so, als ob wir nur die Schrift ausplotten wollten. Und es ist eigentlich egal, wo ihr das hier auf dem Canvas drauf habt. Wenn ihr auf Herstellen geht,
sucht ihr euch dann den richtigen Platz, um das möglichst Platzsparen auf eure Matte auszuplotten. So, jetzt habt ihr hier als nächsten Schritt, und das ist wirklich Schöne am Design Space oder Cricut Design Space, dass ihr hier wunderbar immer durchgeführt werdet. Das Erste, was ihr euch fragt, ist, wie willst du dein Material laden? Ohne Schneidematte, das ist für das Smart Material, da komme ich noch dazu. Dann auf der Schneidematte, da verwendet ihr eben hier diese Schneidematte. Kartenschneidematte ist diese hier oder mehrere Möglichkeiten, wenn ihr jetzt mehrere Sachen habt, die mit unterschiedlichen Materialien geschnitten werden, dann könnt ihr das auswählen. Ich sage jetzt hier mit Schneidematte, war jetzt ein bisschen zu lange. Ich versuche es nochmal herstellen. Zu lange gequatscht auf Schneidematte. So, und jetzt ist der Schriftzug, so wie ich den vorhin hatte, wird der mir auf die Matte gebracht in der Größe, wo ich es definiert habe. Und wenn mir das jetzt nicht passt, kann ich immer noch sagen, ne, ich will es lieber so und hier oder hier. Also ich kann das immer noch anpassen. Und dann hier auch immer noch ändern, ob ihr es ohne Schneidematte, auf der Schneidematte oder mit Kartenmatte ausschneiden wollt. Die Materialgröße könnt ihr anpassen. Und wenn ihr etwas aus Flexfolie ausplottet, was ihr nachher auf irgendein Textil zum Beispiel aufbringt, dann müsst ihr das Bild ja immer spiegeln und das könnt ihr hier machen. Ist aber auch so, dass ihr euch dann auch warnt. Ne, zum Beispiel, ich sage jetzt hier, okay, das passt alles für mich, ich klicke auf Weiter und dann kann ich hier aus den Materialien aussuchen. Ich kann die Favoriten, das sind meine Favoriten, die ich mit Stern markiert habe. Ich kann auf Beliebt gehen und da suchen, was am besten passt. Hier habt ihr auch Kategorien, ne? Vinyl, Iron-On, Paper, Artboard oder zum Beispiel Foil. Wenn ich jetzt hier Smart Iron-On zum Beispiel nehme, sagt er mir nochmal, stell bitte sicher, dass der Spiegel eingeschaltet ist und die Bügelfolie mit der Vorderseite, glänzende Seite nach unten zeigt. Ne? Super hilfreich. Ich kann das hier auch nochmal ändern, weil was ich zum Beispiel mache, ich mache mir immer zuerst mit einem kleinen Element, zum Beispiel mit einem Herzen, einen Testschnitt, damit ich sehe, ob das wirklich passt, weil ich tendenziell nicht mit Material von Cricut arbeite, sondern halt einfach meine eigenen Materialien habe, die ich irgendwo anders bestelle. Und da gucke ich, habe ich irgendetwas, was am besten dazu passt und schneidet das perfekt, also nicht zu tief und nicht zu hoch, weil was das hier bestimmt ist, wie tief euer Schneidemesser reingeht und den Druck, den es ausübt. Ich kann hier aber auch auf alle Materialien gehen. Und dann sehe ich auch hier wieder, ne, kompatibel, alles, Favoriten. Aber ich kann hier auch auf Einstellungen gehen. Und hier werden mir die einzelnen Materialien angegeben. Wenn ich jetzt eben dieses Everyday Iron-On anschaue, dann sehe ich Fine Point Plate 95 und könnte hier noch hochgehen mit dem Schneidedruck. Und hier, wenn es ein Multischnitt ist, also ich habe den immer auf Off. Aber was ich damit sagen will, ihr könntet hier ein Material nehmen und das noch anpassen oder ihr sagt ganz einfach, ich mache ein komplett neues und sage hier zum Beispiel Stencil, weil ich gemerkt habe, das gibt es hier so nicht. Füge das hinzu und jetzt kann ich hier beim Stencil sagen, tendenziell ist es eine 250, also es ist eher ein höherer Schnittdruck und kann das dann sichern und das habe ich dann effektiv in meiner Galerie drin. Und zwar
ist es hier My Materials und da könnt ihr auch die mit Sternen versehen und so habt ihr dann wunderbar die Materialien, die ihr immer verwendet, hier wunderbar zur Hand. Einfach das als kleiner Tipp. Aber wirklich guckt am Anfang, dass ihr hier wirklich einen Testschnitt macht zuerst, bevor ihr hier größere Dateien ausschneidet, weil sonst, wenn das nicht funktioniert, dann ist es schade für das Material, was ihr habt. So, und wenn ich jetzt etwas zum Ausschneiden habe, sagt er mir hier als nächster Schritt, der ist grün, hier der nächste Schritt ist Werkzeug und Material laden. Das heißt, er sagt mir, ich muss das Blade laden. Das ist hier das Schnittmesser. Das habe ich schon drin. Und dann sagt er Matte laden. Ich nehme jetzt hier kurz, was nehme ich? Ich mache jetzt hier kurz diesen Testkarton drauf, einfach um euch das zu zeigen. Ich werde es aber nicht schneiden, nur zum zeigen, was die Schritte sind. Das heißt, ich habe jetzt das hier und gebe ihm das einfach und er zieht es rein und er guckt auch, habe ich genug Material, um das, was hier oben ist, zu schneiden. Wenn das okay ist, geht er in den dritten Schritt und dann sagt er, klicke auf Go und da würde ich jetzt auf Go oder in meinem Falle Deutsch los draufdrücken und der würde anfangen, das zu schneiden. Wenn er fertig ist, sagt er euch das wieder und dann könnt ihr dem sagen, auswerfen. Also er fragt euch auch, soll er es wieder auswerfen? Dann sagt ihr ja und dann kriegt ihr die Matte wieder zurück. Wenn ihr jetzt unterwegs abbrechen wollt, dann könnt ihr entweder abbrechen oder ihr könnt hier auch wieder sagen, auswerfen und irgendein anderes Material drauf machen. Aber wie gesagt, da werde ich euch wirklich einzelne Projekte, einzelne Videos dazu machen, wo ich euch das Ganze zeige. So, und ihr seht jetzt auch, wir sind hier wieder auf diesem Herstellen-Feld. Wenn ich jetzt zurückgehen will auf meine Leinwand, abbrechen und dann wieder auf die Leinwand zurück und dann bin ich wieder da, wo ich gestartet habe. Wenn ich das Ganze speichern will, kann ich hier oben auf Speichern. Ich kann sagen Speichern oder Speichern unter. Ich mache so, dass ich meine Projekte immer in der Cloud speichere. Ich sage jetzt dem einfach mal Hello. In der Cloud speichern. Ist gespeichert. Ich gehe auf die Startseite, sage hier meine Projekte in der Cloud. Und da habt ihr die Datei wieder und könnt die von da aus dann auch wieder bearbeiten. So, das war der Design Space. Das war sehr ausführlich, ich weiß, aber ich wollte euch einfach alles zeigen, damit ihr alles habt, um wunderbar eure Projekte zu machen. Und jetzt habe ich euch noch versprochen, dass ich noch kurz so ein bisschen die Vor- und Nachteile euch zeige und das machen wir jetzt. Fangen wir mal an mit der Plottergröße. Hier habt ihr meinen normalen Plotter. Da sind wir circa bei 50 cm in der Breite und in der Tiefe, sagen wir da, vielleicht 16 cm. Und da habt ihr schon einen Teil, was Platz braucht, was auch ein Thema ist. Es ist ja nicht nur der Platz, das Gerät selber braucht, sondern wenn ihr dann damit arbeitet, müsst ihr für diese ganze Matte hinten und vorne auch genug Platz haben, damit es das Ganze nach hinten und nach vorne spulen kann. Im Vergleich dazu, das ist die Cricut Mini. Ist die nicht süß? Da sind wir in der Breite vielleicht bei, sagen wir da, 22 cm, in der Tiefe bei 15 cm. Und wenn wir das aufmachen, dann seht ihr, dass hier wesentlich weniger Platz in der Breite auch braucht. Natürlich müsst ihr hier auch den Platz hinten haben, damit es das Material rausspulen kann und wieder zurück. Also hier auch dieses von und hinten, aber halt einfach in einem schmaleren Bereich. Kostenmäßig der Vergleich, also hier beim Scan & Cut, der aktuelle Preis, da habe ich gesehen, der ist im Moment bei 450. Das ist schon eine Investition
Und die Mini die habe ich jetzt gerade gekauft für 199. Was ihr halt einfach habt, und das ist auch der Platz, ne, wenn ihr mit der großen schneidet, dann habt ihr hier eine Matte, die ist 30 x 30 cm. Das heißt, ihr könnt Designs machen, das 30 x 30 cm ist. Ist halt einfach ein größeres Gerät. Bei der Cricut Joy, wenn ihr die Standardmatte habt, dann seid ihr hier bei etwas über 11 cm und in der Länge bei ca. 16 cm. Das ist die Standardmatte, die ihr auch mitgeliefert kriegt. Und die größere Matte, da seid ihr auch bei 11 cm, aber in der Länge dann bei etwas über 30 cm. Und wenn ihr noch länger gehen wollt, gibt es auch das Smart Material. Das sind solche hier. Und da ist es so, dass ihr da ohne Matte schneiden könnt und dadurch eigentlich komplett diese hier sind jetzt 13,9 mal 121,9 cm. Das heißt, ihr könntet ein Design fast auf was länger ist, auch schneiden, weil ihr da nicht auf eine Matte angewiesen seid. Ich ganz persönlich habe das einfach gekauft, um das auszutesten, aber ich finde, ihr könnt wunderbar mit eurem Material und dieser längeren Matte arbeiten und die Designs quasi unterbrechen. Wenn ihr einen längeren Spruch habt, könnt ihr ja ein paar Worte auf eine Matte machen und dann die nächsten Worte plotten und die nächsten Worte plotten und das dann dort, wo ihr das anbringen wollt, wieder auf denselben Horizont quasi auftragen. Weil das Thema ist das, ne? Also wenn wir das vergleichen, dieses Smart Vinyl, was 13,9 cm mal 121,9 cm ist, das ist die ganze Rolle, das kostet, machen wir hier, diese kleine Rolle hier hat 12,45 Franken gekostet. Und das Thema ist auch jedes Mal, weil der muss die ja auch reinspulen können. Und da verliert ihr jedes Mal von diesem Stück einen Streifen. Und das müsst ihr dann auch, selbst wenn ihr nur hier drüben was geplottet habt, müsst ihr das horizontal abschneiden, damit ihr dann das nachher wieder verwenden könnt, weil der muss die ganze Länge haben. Also ich, finde, es ist relativ verschwenderisch. Ich kann mir jetzt kein Projekt vorstellen, wo ich das unbedingt jetzt brauche, weil wenn wir das vergleichen, eine normale Vinylfolie, dort wo ich die bestelle, da kriege ich effektiv 31 cm mal 1 Meter und das für 3,90 Franken. Also das ist ein massiver Preisunterschied und ihr könnt hier dann das Ganze wirklich auf die Größe zuschneiden, dass es dann auch auf eure Plottermatte passt. Also ich sehe das Ding nicht so mit diesem Smart Material. Ganz einfach, ich würde euch da wirklich anraten, nehmt einfach das Vinyl, was ihr sonst auch verwendet und schneidet es entsprechend zu. Hier ein kleiner Tipp von meiner Seite. Also ihr merkt, ich bin keine Fan von diesem Smart Material. Zusatzmaterial, wie gesagt, ich würde euch hier wirklich empfehlen, auch die lange Matte mitzubestellen, damit ihr da nicht eingeschränkt seid oder wenig eingeschränkt seid von der Länge. Was ich zudem auch gekauft habe, ist nebst diesem Pen, den ihr mitgeliefert kriegt, habe ich hier Gel Pens. Ich finde es einfach schön, um Karten zu gestalten. Die sind aber auch nicht ganz billig, die sind etwas um 15 Franken herum, also, ne? Und vielleicht auch, damit ihr den Preis von dem hier wisst, die Matte war 17,45 Franken. Aber eben, die könnt ihr immer wieder verwenden, von dem her rentiert auf jeden Fall mehr, als wenn ihr so eine Rolle Smart Vinyl kauft. Meine Meinung. Zusätzlich, was ich euch auch eben empfehle, ist diese Cardmat, wo ihr Karten wunderbar damit schneiden könnt und die ist auch nicht ganz billig, die hat 25,45 gekostet,
Aber naja, es ist einmalige Investition und ihr kriegt da wirklich super schöne Karten raus. Ihr müsst auch nicht zwingend dann die Karten kaufen, die es dazu gibt, sondern die Karten könnt ihr wunderbar auch selber auf die entsprechende Größe schneiden und dann euer eigenen Kartenstock verwenden. Das würde ich euch empfehlen. Das ist das zum Zusatzmaterial. Bedienung, muss ich ganz ehrlich sagen, anders als Brother, und das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, Brother hat irgendwann einen Schneiderplotter auf den Markt geschmissen und dachte dann, das war's jetzt. Also da gibt es keine Update. Ich verwende den seit 2 Jahren. Ich habe noch nie ein Update gekriegt. Man findet auf YouTube auch fast keine Videos dazu. Es wird echt stiefmütterlich verwendet und Cricut hat wirklich hier, die gucken sich an, was braucht die Bastel-Community und die haben selber bei sich auch Bastler, die immer wieder Videos reinstellen und zeigen, wie man das Ganze verwenden kann. Also ich finde, die haben sich hier echt Gedanken gemacht und dasselbe gilt auch für die Bedienung. Weil ihr habt mit dem Canvas Design Space echt eine super einfache App, mit der ihr das Gerät bedienen könnt und eure Designs machen könnt. Also ich finde die Bedienung echt Hammer. Das Einzige, was halt so ein bisschen, naja, tricky ist, wenn ihr eure eigenen Designs reinholen wollt oder eure eigenen Schriftarten. Ihr habt viele Auswahlmöglichkeiten im Design Space drin von anderen Designern, was ihr verwenden könnt, aber naja, eben wenn ihr selber dann was hochladen wollt, was ihr schon gestaltet habt, ist ein bisschen tricky, aber eben da mache ich euch auch ein Video zu, damit ihr das dann einfach machen könnt. Was ich super finde im Vergleich jetzt ist beim Brother Canvas, der hat echt Mühe, finde ich, aus Bildern, also er erkennt PNG-Bilder nicht. Also ich kann nicht ein PNG-Bild hochladen und erkennt, dass das ein transparenter Hintergrund ist. Der kennt nur entweder SVG oder er kennt Bilder. Und es ist egal, ob es ein JPEG ist oder ein PNG, der nimmt einfach das Bild und dann habe ich auf etwas, was eigentlich einen transparenten Hintergrund hätte und wunderbar wäre zum Schneiden, erkennt er das ganze Bild mit dem weißen Hintergrund und muss dann wieder berechnen, wo er das dann schneiden würde. Und das ist nicht immer einfach zu handhaben. Bin ich ehrlich zu, da finde ich hier bei der Cricut das Magic Wand Tool, wo ihr den Hintergrund selbst bei einem, also ihr könnt das PNG-Bild integrieren, der erkennt, dass das ein transparenter Hintergrund ist und bei den JPEG-Bildern könnt ihr wunderbar mit diesem Magic Wand Tool den Hintergrund entfernen. Also da finde ich diese Bedienung definitiv besser im Cricut Design Space. Und eben halt einfach auch diese Handhabung, ich brauche nur mein iPad nebendran haben oder ich könnte es sogar auf dem Smartphone machen, wobei der Platz dann schon sehr klein ist, um zu arbeiten. Aber eben, ich brauche da nur das iPad nebendran zu haben und nicht den ganzen PC. Das finde ich super. Zum Schluss will ich euch noch kurz ein paar Vergleiche zeigen von Resultaten, welche ich mit beiden Geräten geschnitten habe. Das erste ist hier diese Schürze. Ich hole euch hier kurz ein bisschen ran. Und da ist dasjenige hier oben, habe ich mit der Cricut Joy geschnitten und das hier habe ich mit dem Brother Plotter geschnitten und ihr seht da eigentlich fast keinen Unterschied. Es ist so, dass ich versuche es wirklich so gut wie möglich nebeneinander zu halten. Wenn ihr zum Beispiel den E anguckt, der ist hier so ein bisschen runder, der ist hier so ein bisschen jittery. Auch die Ecken, ne, wenn ihr hier guckt, der hat wirklich diese Ecke wunderbar geschnitten. Und das hier ist mit der Cricut Joy. Also es ist ein kleines bisschen sauberer mit dem großen Plotter. Aber das bin jetzt ich, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ihr seht, sobald ihr große Schriftzüge habt, das ist auch mit der Cricut Joy geschnitten. Hat es wunderbar geschnitten. Also es sind die Unterschiede hier sind wirklich minimal. Das habe ich
getestet. Dann habe ich auch versucht, ich habe dieses Label hier, das habe ich mit dem Brother Plotter geschnitten. Im Vergleich dazu, das hellblaue, habe ich mit der Cricut geschnitten. Und ihr seht hier eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, mit Flexfolie arbeitet die Cricut eigentlich sehr gut. Jetzt sage ich extra Flexfolie, weil ich habe noch was anderes ausprobiert. Ihr werdet es dann im Video sehen, was ich machen wollte, war auf einem Glas hinten einen Beschreibungstext aufzutragen und ich habe echt probiert und nochmal probiert und immer mit verschiedenen Schnitttiefen und auch einmal mit matten Material, einmal mit Glanzmaterial. Hat irgendwie nicht funktioniert. Es war für den echt zu filigran, da ist er gar nicht mit klargekommen. Ich habe zuerst mit einem Schriftzug gearbeitet, das ist PopCat, und dann dachte ich, ich gehe vielleicht einfach in einen, der ein bisschen fetter ist, aber auch da hatte er echt Mühe. Also auf Vinylfolie filigran zu arbeiten, ist jetzt nicht so das Ding von der Cricut Joy. Und es ist nicht unmöglich, einfach um euch das zu zeigen. Ich habe die genau die gleiche, selbe Größe, habe ich mit dem Scan&Cut Plotter geschnitten. Klar hat er auch so ein bisschen Probleme mit den I-Pünktchen und dem, hier wäre eigentlich ein Punkt am Schluss, wo es dann echt eine Herausforderung war, das rauszulösen. Aber ich konnte das schneiden und ich konnte das Ganze entgittern. Und hier das Resultat, wie das mit der Cricut aussah. Also hat wirklich nicht funktioniert. Von dem her, da ist der Scan&Cut Plotter definitiv besser damit klargekommen. Einfach damit ihr hier so den Unterschied seht. Vinylfolie gab es einen Unterschied, Flexfolie definitiv nicht. Es hat wunderbar das beides genau gleich gut geschnitten. So, das war meine Meinung dazu. Overall kann ich sagen, ja, Scan&Cut ist ein gutes Material, hat seine Sachen, was ich nicht so gut finde. Die Cricut finde ich halt einfach als Einsteigermodell oder einfach, wenn ich kleine Sachen, also selbst wenn ich einen großen Plotter habe, ich werde viel jetzt auch mit der Cricut Joy arbeiten, wenn ich was Kleines machen will. Also für kleine Sachen und wenn ihr ein Einsteiger seid in das ganze Thema rein, finde ich dieses Gerät etwas, was ich absolut empfehlen kann. Und um das hier einfach mal klar zu sagen, ich bin nicht gesponsert von Cricut. Das Ding habe ich wirklich komplett selber gekauft und deshalb sage ich euch auch ganz ehrlich, was ich positiv und negativ finde. Aber alles in allem kann ich dieses Gerät wirklich empfehlen. Und das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich werde euch, wie gesagt, noch zusätzliche Videos reinstellen, damit ihr seht, wie ihr mit den verschiedenen Materialien arbeiten könnt. Aber für heute war's das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn das der Fall war, dann drückt auch gerne auf das Like unten. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, das werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!